What a miserable day. But on a brighter note, today's the day the BMW gets chopped. So the rules here in Germany are super strict, who would have thought. And there are two ways that you can go about your seat if you want to be able to ride with two people. One is a shorter version, which might look better, but then you would have to install some handles in the back. And I mean, like, who in the world rides like this? That would be the shorter version of 60 centimeters, and that's out. The other version is a seat length of 63.5 centimeters, according to the guy I spoke with at the inspection office. Smart to add a bit, so we're on the safe side. So we're gonna go with 65 centimeters. Then you only need to have something like a belt between the two people, which is also stupid because I mean, like, who rides like this? So yeah, anyways. There's only one shot at this. Since the seat will go a bit over the tank, I think not too much, because actually this gap here is pretty big. If it's a bit longer, I'm actually not mad, because I would rather pass the inspection than have this one go wrong. Okay, 75, 10 centimeters. So the rear would actually not end here, but here. And what I like about that is that it shows more of the tire and it's not so bulky in the back. And since they are so strict, I guess they would also call out my welds. Fortunately, I have a friend who is a professional. He has built his own bikes and he offered me to help with the subframes, so we can take it off, take it to his shop, and then he can do the cutting and the welding. What I've just noticed is when I take out this bolt, the subframe moves inwards. I don't know how it is with the heat in the subframe when welding and stuff like that, but maybe we need to put something in between, like a rod or something like that, to keep it in its place. So I'm just gonna quickly take this measurement. Oh, I got all of the screws out. Only one is left, and that is so tight, and I don't want to strip it. So I don't know. I'm running out of time, honestly. I have 9 minutes until I need to leave. Obviously perfect timing, but yeah, I guess we have to use the blowtorch. This obviously only works because I'm gonna repaint the frame. Normally, I guess this isn't the best idea. There we go, look at that. Look at that, what a bit of heat can do. This blowtorch is honestly one of the best things I got for my workshop. This is so great because it has saved me so much hassle with screws and stuff like that. And I mean, it came right off, easy peasy. So let's get this off to Nickel's house. Mal gucken, was wir Plan schmieden, was wir machen wollen, ne? Wie viel soll der Gelöt denn jetzt kürzer? Also unter 65 wo wir gehen, also 10 cm. Ja, und dann ist halt die Frage, wo man die rausnimmt. So the plan Nickel came up with, and I was surprised because it was much simpler than I thought it would be, was to reuse the rear part of the rear frame and just move it forward a bit. We actually found something within the frame that helped us a lot. Müssen wir irgendwo hier rausnehmen, also kurz hier vorm Radius. Ja, und da und dann hier hingehen. So the first step was to get rid of all the unuseful brackets. Sowas machen wir ab hier, ne? Das ist ja alles irgendwie Müll. Alles weg, was kein Geld zahlt. And I'm always a little shocked how quickly people who have done this quite a few times remove brackets and stuff like that. He was like, gone. Wenn du dir nicht sicher bist, was du wegschneiden sollst oder wie viel du wegschneiden sollst, dann machst du lieber erstmal ein bisschen was weg und guckst, oh nee, kann noch ein bisschen mehr weg. Das ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber wir trennen jetzt nicht einfach durch, schweißen das dann zusammen und dann schleifen wir das alles glatt, sondern wir schleifen das jetzt weg
Weil dann haben wir hier auf jeden Fall eine gerade Kante und müssen uns nachher um nichts mehr kümmern. Grinding it smooth gives a good foundation for the future welds. So you want to be careful to not take away too much material so you don't risk the integrity of the part. Something I noticed when he was using the angle grinder to smoothen out the tube was that he actually didn't go from left to right but from top to bottom, and he said that helps a lot with getting a smooth surface and not getting like rough bumps. Wenn du so schleifst, haust du auf jeden Fall Kanten rein und so kriegst du das halt echt so ein bisschen minimiert. Machen wir mit dem Gelöt hier. Wollen wir machen, dann lassen. Du legst deine Sitzplatte, machst du wahrscheinlich eine Platte aus Holz oder sowas und legst sie hier bündig drauf. Ja. So, das stört der viel einfacher, ne? sowieso. Ja. Und ich würde nachher an deiner Stelle hier dann Blech machen, 2 mm Blech oder sowas, ausgeschnitten, das halt diesen Radius hat. Und dann kann man da unten alles mögliche dran schrauben, was so lustig bist. Machen wir den Tannenbaum da hinten auch ab. Passt da eine 8 Gewindestangen zwischen? Ich glaube schon. Gucken wir mal im Gewindestangenlager. Gut, dass du alles da hast. Das ist echt so, ne? Die Frage ist, macht das Sinn, da jetzt schon Spannung drauf zu bringen, ne? Weil wenn wir jetzt Spannung drauf bringen und hier durchschneiden, dann kann das sein, dass er sich beim Flexen gleich extrem verformt. Ja. Grob fest einmal. Ich mache hier jetzt einfach genau 10 cm. Schneiden wir hier quasi raus. Dann müssen wir ja hier trennen, möglichst nah am Knick. If you have a frame like this that has slight bends, I guess those are the best places where you can cut. But obviously you need to see where you can find the piece that you want to take out. Das heißt, du misst ganz aus der Kante sozusagen. Ich nehme mir hier eine Referenzkante einfach, dass wir auch wirklich dieselbe Trennung haben. Eigentlich ein Rohrschneider für Kupferrohre. Ich nehme mir so einen gern zur Hand, wenn ich Rohre abtrennen möchte, dass ich mir das sauber anzeichne. Wow, jetzt wollen wir den Rahmen zerschnibbeln. Das ist wieder Trick 17. Gerade bei solchen Rahmen, die stehen halt immer auf Spannung. Und wenn du den jetzt durchtrennst, dann springt er entweder auseinander, wenn du Glück hast, oder zusammen. In beiden Fällen ist es kacke, weil es kann sich an der Flex verkanten. Und dann macht Pfum und die springt weg oder dass die Trennscheibe zerfliegt. Deswegen hast du sozusagen erst eins fast durch, dann das andere fast durch. Ganz genau so sieht es aus. So make sure to leave a little bit connected because then you can bend it and break it that way. Ja, guck mal. 2 mm Ach krass. ist der auf Spannung. Und ich flexe solche Rohre, wenn die gerade aufeinander geschweißt werden sollen nachher, auch nicht einfach stumpf durch, sondern hast ja gesehen, ich bin an dem anderes lang gegangen, weil du verdrehst die Flex immer ein bisschen und dann ist dein Schnitt einfach schief. So here's where it got interesting. So we found something within the tube that we didn't expect. Ja? Da ist schon ein Rohr drin. Interessant. We were actually quite surprised to find the second tube within the rear frame, but it was obviously super helpful because we could just reuse it. I don't know if all of the BMW R80 rear frames have this tube in it, and I'm not sure if this is the right method to tell, but I think we found a little hint so you could check for yourself. If you look at the squished ends of the rear frame, we think that you can see the second tube, the inner tube between the outer walls. I don't know if that's the right way to tell. Maybe you cut it open and you don't have a tube in it and then you have to get one, but maybe it is. I don't know. Geil. What was also super helpful and not guaranteed was that Nickel could push in the tubes on the 4 sides that we wanted to connect. Können wir die nämlich so machen, dass sie dann möglichst bündig anliegen, dann ist da auch nicht irgendwie großartig unterbrochen. Ja. So, das ist das, womit wir dealen müssen, ne? Gucken wir, dass wir 19 hinkriegen. Wenn wir 19 hinkriegen, das wird interessant, weil hier ist natürlich spannend drauf. Na, kommt doch, ne? Wie misst du da Mitte zu Mitte? Ja. Okay. Pi mal Daumen. Ja. Von daher. Und wir haben hier deutlich weniger.
Fahrstab nochmal dass wir an beiden Seiten ziehen. Weil sowas federt leider auch nie hundertprozentig gerade. Das müsste reichen. Boom. How he managed to shape this rear part into the form that it had to have was crazy. When you first told me this plan, I thought it wasn't possible because the loop was very narrow and then the rear frame was kind of wide, so you would have to, I don't know, but obviously it turned out well, and the next step is to put everything back together. 25 und 35 sind 60, ne? Stimmt, wir machen 60er Röhrchen ab. What's very important at this point is to be very meticulous when cleaning the weld areas. So Nickel grinded everything super smooth, took all the paint off and put chamfers on all sides. The chamfer on the inner tubes makes it easier to hammer them in. On the outer tubes it gives you a nice area to weld in. Wie dick hast du die Löcher gebohrt? Nach Gefühl 5, 6 hätte auch kleiner sein können im Endeffekt, aber ist okay so. Und freut sich der Typ drüber. What Nickel did to increase the strength of the connection was to drill holes in all the 4 ends, so that way he created even more points where he could connect the inner tube to the outer tube. So, das ist nämlich tatsächlich der nächste Schritt, erstmal die Jungs hier anschweißen oder zumindest heften, Ja. dass die nicht weiter reinrutschen, wenn wir den jetzt gleich drauf schlagen. Irgendwie so. So, und das wird nämlich jetzt interessant, weil wir ja Dass so quasi... ein bisschen gebogen ist und alles, ne? Wir probieren das jetzt einfach mal, nur falls schlagen wir es wieder ab und probieren es nochmal neu, geben dem vor so ein bisschen... Du hast eine Seite drin und versuchst die andere Seite sozusagen, dass es ein bisschen gerader wird. Rüberzubiegen. Weil einen Knick haben wir ja sowieso, das ist also gar nicht schlimm, auch wenn er hier nachher einen Knick aufweist, so wie jetzt. Also das siehst du nachher, wenn das verschliffen ist, nicht mehr. Ne? Ja. Ich will den quasi jetzt ein bisschen vorbiegen hier drin, dass wir halt diese Form hinkriegen. Diesen Knick. Man muss das auch so ein bisschen zurecht massieren. Das sieht schon mehr nach dem aus, was wir haben wollen. Und was sagst du? Der gerade wird ja nicht gerade. One check for symmetry is to place it on a piece of paper, or he just put it on his wooden table and draw along the inside radius. Then you flip it over and see if it's actually symmetrical. But obviously with these parts, if you get very close to symmetry like we did, that's good enough. Gucken wir uns das Leute mal von hinten an. Beziehungsweise die müssen ja parallel zueinander laufen, dürfen keinen Knick nach oben machen. Aber das kann man gleich richten beim Schweißen. Ich mache da mal einen kleinen Punkt da dran, dass er uns nicht abhaut. He had to obviously work his magic quite a few times. He put it on, took it back off, moved it a bit, and everything with kind of a gentle force, honestly. So you wouldn't whack the part, but just like give it a little tap. So that's a good takeaway, at least for me. It doesn't have to be super brutal. It can actually be quite gentle, even when working with metals. After we had symmetry in the loop shape, we checked for the horizontal alignment. And you do that by placing the rear frame on a very flat table or any other flat surface and look for little gaps. So my rear frame would actually bend down a bit, and Nickel had a nice little trick for that as well. Guck mal, fast. Ach, geil. Guck mal da, das sieht auf einmal so schlecht aus. So after these few taps on the table, Nickel was ready to weld the frame, and he didn't just weld it in one go, he would go like little by little, and he used the heat generated by the weld to pull the frame up a tiny bit more, so it's perfectly horizontal now. Schön runtergezogen. He first welded the tubes together on both sides and then filled in the holes so that the connection would be very, very solid. Das müssen wir jetzt aber einen Moment so stehen lassen,
damit das abkühlen kann, weil wenn du das heiß schleifst, dann verbrennt dir immer die Fingerscheibe. So after the welding, there was more grinding. Nico was crazy patient when it came to smoothing out the tubes. He took like 20 or more minutes to get rid of all the weld marks. And he went even a step further and applied a coat of black paint because he said, Ich nehme an, der Rahmen wird nachher schwarz. Und wenn du ihn dann jetzt schwarz lackierst, dann siehst du, wie er nachher aussieht, wenn er gepulvert oder gestrahlt ist, lackiert ist. Und wenn das jetzt gut aussieht mit Lack, dann sieht das mit Pulver auch gut aus. Na komm. Geil. Sieht aus wie vorher. Nur besser. Kürzer, vor allen Dingen kürzer. look what we've got. The frame is quite a bit shorter and looks so good. Nicola has done a fantastic job. Now is the moment of truth. Let's see if still everything fits and how it looks. How's that for a first look? That's amazing. Everything's perfectly straight, which is super nice. That worked out very well. Everything fits. I'm so happy with how this turned out. I mean, look at it. This is so much nicer. Look how much of the rear tire actually sticks out. That looks much more modern, much more sporty. I like that. You can't see that this was ever welded, especially now that it's black. And this is such a big step for me with the project because now we can start figuring out where all the stuff has to go. License plate bracket, indicator brackets, stuff like that. Well, that's how you professionally chop a rear frame. I've learned so much and I hope you learned something too. And thanks again, Nikhil, for doing all the hard work, sharing all of your tips. And by the way, I forgot to measure how long it is now. What? It's 55. No, just kidding. Watch this one next.